hier vor dem Samurai-Museum und gehe da gleich rein. Und zwar bin ich halt ein absoluter Samurai-Fan. Ich liebe das. Hier diese asiatische Samurai und ich gucke ja auch One Piece gerade, was halt auch einfach nicht eins zu eins ist, aber ich liebe halt einfach alles, was mit Samurai und Schwertkunst und Schmiedekunst und die Rüstung und alles. Ich liebe es einfach und da gehe ich jetzt heute rein mit einer sehr, sehr engen Arbeitskollegin, die jetzt auch innerhalb der nächsten paar Minuten kommen sollte. Und dann schauen wir uns das Samurai-Museum an, hier inmitten Berlins. Und ihr werdet dabei sein. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier so ausgestellt haben. Und ja, ich bin gespannt und ihr könnt es auch sein. Bis gleich. Ich nehme keine Gewähr für die Richtigkeit meiner Informationen, also lieber keinen Vortrag mit dem nun Gesagten. Da es im Museum echt extrem laut war, viele Leute durcheinander sprachen, erzähle ich euch heute einfach etwas von den Samurais. Als erstes machen wir uns an den Begriff eines Samurais ran, denn nicht alle Menschen mit Schwertern in dieser Zeit rund um der frühen Edo-Periode der späten 16. und 17. Jahrhunderts waren Samurais. Der Begriff Samurai kam von dem Wort Saburai, welches so viel bedeutet wie Diener oder Begleiter. Doch das änderte sich über Laufe der Zeit und wurde zum Samurai, wie Dienender oder Beschützer. Während der Heian-Zeit zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert bezog sich ein Samurai vor allem auf die Wachen des kaiserlichen Palastes und die Schwertträger. Diese Vorläufer der klassischen Samurai wurden vom Herrscher ausgestattet. Ihnen war es vorgeschrieben, fortwährend ihre Beherrschung der Kampfkunst zu verbessern. Doch ursprünglich waren die Samurai nur Soldaten im Dienste des Kaisers und der Adelsstämme. Durch den Aufstieg des Shogunats und der damit einhergehenden Einrichtung einer Militäraristokratie stiegen die Samurai allerdings zur regierenden Schicht auf. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt allerdings gerade mal 7%. Sie sind die einzigen, denen es gestattet ist, zwei Schwerter zu tragen, die symbolisieren ihre Zugehörigkeit zum Kriegerstand. Die Bewaffnung der Samurai beinhaltete das Langschwert Katana, das Kurzschwert Wakizashi und den Dolch Tanto. Es folgen 250 Jahre Frieden in Japan. Für die Samurai ist das nicht unbedingt das Beste. Denn in Friedenszeiten ist ihre Kernkompetenz, das Kriegsführen, weniger gefragt. Sie müssen sich also anderen Aufgaben zuwenden und werden Verwaltungsbeamte und Gelehrte. Viele verarmen. Ihr gesellschaftliches Ansehen nimmt ab. Sie gehören mittlerweile nur noch formal zur Oberschicht. In den 1870er Jahren wird der Samurai-Stand dann offiziell abgeschafft. Japan öffnet sich dem Westen. Die Rüstungen sind ein Markenzeichen eines Samurai. Als Kabuto bezeichnet man die Helme, die vom Stand der japanischen Krieger, der Samurai, zu ihren Rüstungen getragen werden. Es gibt verschiedene Typen des Kabuto, die je nach den verwendeten Materialien oder nach ihrer Konstruktionsart benannt sind. In den Samurai-Museum gab es zusätzlich Ausstellungsstücke von den berüchtigten japanischen Masken, zugleich auch einer meiner Schwächen. Ich hätte gerne einer dieser schönen Oni-Masken. Hiermit bedanke ich mich nochmal herzlich, dass ihr mir mein Video angeschaut habt. Wenn ihr noch mehr von diesen Informationen und von solchen Videos haben wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten folgen bald wieder neue australische Videos und ja, bald geht er wieder nach Australien und ich freue mich tierisch. Also einfach mal abonnieren und zuschauen, was sonst noch so alles kommt. Vielen Dank, ich liebe jeden meiner Zuschauer und bleibt einfach dran, mal schauen, was sich sonst noch ergibt. Love you all, bye bye boys and girls.